einen Zipper machen, Alter. Harte Zeit, Alter. Ist da. Upp. Wow. So. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Ich habe erstmal das eine unterbrochen. Artikel über Ekon. Es ist eine seltsame Gelegenheit und beinahe ein Privileg, sich einem Vampir zu nähern. Ihre faszinierenden physischen und psychologischen Merkmale mit wissenschaftlichen und rationalen Augen zu betrachten. Dies sind ein paar der interessanten Fähigkeiten, die ich persönlich beobachtet habe, während ich über die letzten 10 Jahre Vampire oder Ekons, wie sie sich selbst nennen, befragt habe. Übernatürliche Geschwindigkeit. Ein Vampir kann sich in jeder Lage wie ein Sterblicher verhalten und bewegen, aber ein geübter Blick erkennt, dass sie besonders scharfsinnig sind und schneller als jeder Sterbliche reagieren können. In einigen seltenen Situationen, Furcht, Überraschung, Fluchtbedürfnis, sah ich, wie ein Vampir sich so schnell bewegte, als würde er einfach verschwinden und woanders wieder auftauchen. Das menschliche Auge kann ihre Bewegungen nicht folgen, wenn sie so schnell sind, doch zaubern sie nicht und lösen sich auch nicht auf. Es ist nur ihre übernatürliche Geschwindigkeit. Für mich ist dies ein katzenartige Eigenschaft. Sie können so schnell und weiter als wir rennen, springen und ausweichen. Ich habe weiterhin bemerkt, dass sie diese Geschwindigkeit erschöpft und dass sie an physikalische Grenzen gebunden sind. Mesmerismus. Eine der mächtigsten Fähigkeiten der Vampire ist es, Sterbliche dazu zu zwingen, ihnen zu gehorchen. Ich nenne dies Mesmerismus. Es hat aber nicht mit den Fähigkeiten der Sterblichen zu tun, ein Subjekt in einen anderen mentalen Zustand zu versetzen. Ein Vampir kann den Willen eines Sterblichen beliebig beugen und sogar brechen. Ein Vampir, den ich befragte, sagte mir, dass je mehr sich ein Subjekt wäre, desto dauerhafter wäre der Schaden, da ein Vampir wortwörtlich die Psyche eines Opfers zergliedern kann. Derselbe Vampir erklärte mir, es brauche Zeit, diese Fähigkeit zu meistern. Je nach Subjekt könne das Ergebnis außerdem stark variieren. Eine falsche Erinnerung einpflanzen, eine schmerzhafte Löschen. Das ist jetzt. Jetzt bin ich voll raus. Eine schmerzhafte Löschen. Die Möglichkeiten seien unbegrenzt und beängstigend. Gespür für Blut. Dies ist wohl die schädlichste aller Eigenschaften, da aus ihr so viel Tragödien für die Vampire und für uns entstanden sind. Vampire gieren nach Blut.
Sie müssen sich mit ihrem Willen selbst unterdrücken, um nicht fieberhaft jedem Tropfen Blut nachzujagen, dem sie gewahr werden. Es erhält sie aufrecht, nur durch Blut können sie ihre übernatürlichen Fähigkeiten voll ausschöpfen, obwohl er nicht durch Unterernährung oder Durchsterben kann ein ausgehungerter Vampir sehr schwach sein. Dieser Trieb, dieses Verlangen nach Blut erklärt ebenfalls, warum es Vampire derart in Erregung versetzt. Ein Vampir gestand mir, der Geruch und die Anziehungskraft von Blut seien so stark, dass es ihn manchmal blind mache. Wenn er sich konzentriert, kann ein Vampir das Blut um sich herum fast sehen. In warmen Körpern durch Wände hindurch, an vermeintlich sauberen Waffen etc. Derselbe Vampir verriet mir, dass er sehe, ob Sterbliche gesundes Blut haben oder krank seien, und dass er in seiner Umgebung in manchen Fällen Krankheiten, infizierte Kleidung und blutige Gegenstände erkennen könne. Sollte dies wahr sein, würde diese Eigenschaft in der Medizin unzählige Anwendung finden. Es wäre kaum zu glauben. Alter, war das jetzt ein langer Text, Alter. Was ist hier denn? Alter, mitnehmen. Ich will noch nicht schlafen, ich will noch ein bisschen umkommen. Schauen wir mal, ob man noch was tun kann. Oh, ich mag die Musik in dem Spiel. Okay, du magst mich nicht. Wo sind denn die Betten der Verletzten? Vielleicht kann ich da ein bisschen rumschnüppeln etc. Guten Abend, ich bin Doktor. Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon. What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. It was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover. To hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. Örtliche Untersuchung, eine Bürgeruntersuchung ist verfügbar. Bürgeruntersuchungen werden hier nach Bezirk sortiert angezeigt. Du kannst eine neue Bürgermission beginnen, indem du sie mit Viereck verfolgst und dann deine Karte aufziehst. Okay. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities.
Yo, Digga, was ist los? Details. Erstmal einen Snack nehmen. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. Servus, Esche. How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. Goodbye for now, Mr. Elwood. Damn. The pain. Who the fuck are you? Here again. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Hawcroft. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the Dockers' trade union. The Wet Boot Boys are very nervous since they lost their leader. Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Dooth Digby. Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Boah, ich lieb den irischen Who should I Akzent. avoid in this part of town, then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. Okay.
Danke für die Goodbye, Mr. Hampton. Unterhaltung. We'll talk again later. Wow, Kamera rast. Kommst du näher? Fear and disgust on every street corner. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. Wie lange ist es? How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. You're right. When dealing with such a terrible disease, one must remain humble. But that doesn't mean we shouldn't try our best. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. Alles gut. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. True. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Okay. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. Okay. Danke sehr. Goodbye, Nurse Hawkins. Time has lost its effect on me. But the Mit suffering dir continues. habe ich geredet. Da ist der Ausgang. Haben wir hier Patienten? Wir kennen uns. Good evening, oder? Doctor. Oh, nee. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Gehen wir mal wieder alles durch. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True, true. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Do you need Okay. help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed.
I run my own experiments. I'm convinced it's the future. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. True. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. I'll be glad to help you if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. Alles klar, wir haben alles. Goodbye, Dr. Strickland. Persönliche Fragen spare ich mir, weil ich fast nichts über die Leute hier weiß. Wer bist du? What can I do for you, Doctor? Achso, du bist die Aggressive. And Mr. Hampton, the patient we brought in. How does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Thank you, Nurse Crane. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is, I disagreed about wood and nails, not flesh and bones. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable, and your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Okay, da habe ich nichts für. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Sweet girl. Please be like a book with me. Gesunde. This Wo sind die Leichenhalle, Larry? But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the Good doubt. evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. Warum kennt mich jeder, Kruzzi? What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived.
But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Oh, fahr 'n Kopf runter. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. Hey! She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Dann fahr doch zum anderen Krankenhaus! What Oh, can ich you hasse tell me solche about Patienten. yourself, Erstmal einen Mrs. Baseballschläger holen Not und much raus to hier. say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. Ja, gib das Geld, was du nicht verdient hast, einfach so, hui, raus. Wo ist der Baseballschläger, wenn man ihn braucht? Ja, wie nix. Goodbye, Mrs. Goswick. Eigentlich müsste ich dich erstmal abnagen. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. 2600. Sollten wir sie nicht einmal snacken? Einmal reinbeißen. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No, Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. War Mortimer logisch, Goswick. wie Olle hat's ja gesagt. Dumme Frage, tut ihre Kehle weh? Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'll let you get some rest then. I'm all right. Don't waste your time with me. Good evening, Doctor. How is my son doing? Ja, okay, kann ich nichts. Kann ich auch nichts. Sie sollen sich Goodbye, verpissen, Mrs. hat er Goswick. gesagt. Aber gehen Sie bitte raus. Never could keep anything from her. Good evening, sir. Wo ist ein Peppy? Oh, oh, Autoaim ist am Arsch. Hey, Autoaim! Danke, falsche Taste gedrückt. Haben wir gerade geredet? Weiß ich nicht. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you. Jo, jo, Goodbye, Dr. jo, jo, jo. Nein, nicht Good nochmal. evening. Nochmal quaken. Bitte, Good. danke. Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. Ja, wenn du... Krankenhaus. Wo ist meine...
will dir es verfolgen. Finde heraus. Das ist anscheinend der Leichenhalle. Meine Liebste, ich könnte endlich das Geld für die Gebühr auftreiben, die der Krankenwagenfahrer dafür verlangt hat, dich ins Krankenhaus zu bringen. Bitte mach dir keine Sorgen und werde einfach gesund. Ich habe mich um alles gekümmert. Ich habe einige unserer Nachbarn gefragt. Ihnen zufolge ist dieser Mr. Hawks eine Art ehrlicher Gauner. Er mag zusätzliches Geld für ein Bett verlangen, aber das bekommt man dann auch. Bitte entschuldige, dass ich zunächst nicht zählen wollte. Deine Genesung steht an erster Stelle, das ist mir nun bewusst. Offenbar genießt das Pembroke Hospital einen guten Ruf, trotz des schlechten Benehmens dieses Milton Hooks. Ich verspreche dir, dass nun alles in Ordnung kommt. Ich komme dich schnellstmöglich an deinen sauberen Bett besuchen. In tiefer Liebe, Nikolai, glaube ich, heißt es. Der Milton, der ist schon ein Gauner, den muss ich mal packen. I'm sorry you ended up on my plane. It's locked. I understand you must be very angry about It's locked. Fair situation. I managed to arrange to have you buried in the same mass grave as your wife. With you at our side, Dr. Reed, I know that Pembroke will prevail. Ja. Ich hab grad important things to do. Ich komm da auch nicht hin. Okay, ich komm da gar nicht hin. Er hat sich eingesperrt, der Gauner. Wo ist der Schlüssel? It's locked, all right. Ja, Mann, zieh mich nicht immer an, Alter. Leichenhalle, wo bist du? Der Garten an der Leichenhalle. Ich war hier unten, glaub ich, überall. Also hier sollte eigentlich nichts mehr sein. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Hey, Kollege. Waffe ist leer. Au. Au, er beißt. Die Sau beißt. Die Sau beißt. Dafür wirst du bestraft. Benimm dich. Dann beiß ich mal nein hier in die Olga. Oh, jetzt konterbeißt der. Du bist Schwester. Hab ich schon mitgekriegt, Au. Die frech, die scheiß Kleingeister. Snack dich mal kurz rein hier in die Olga. Oh, ihr Fickviecher. Oh, die circlen mich. Kann ich nicht gut halten. For one. Warum kann ich dich nicht snacken? Dann beiß ich mal in die Olga, Alter. Fotografie in einer Brieftasche.
Das Foto eines verliebt lächelndes Pärchen auf der Rückseite steht Milton und Pippa. Für immer. Okay. Feuerspieler. Schusswaffen. Nice. Munition ist immer gern gesehen. Im Garten bei der Leichenhalle. Ja. Nee, das ist es nicht. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Ich bin nämlich auf geheimer Mission. Ah! Erwischt! Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Goodbye, Nurse Hawkins. Hey, wo ist der eine Larry hin? Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet, with all the money, and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Pump gun. Pump gun? Milton Schrotflinte. Haben wir die. Was ist der Teil eigentlich? Was verlangst du dafür? 300 und 4? Ich habe 80, kann man tauschen? Du bist ein bisschen teuer, mein Freund. Influenza, häufig von Lungenentzündung begleitet. Bleiben Sie zu Hause, um die spanische Grippe.
Hemte. Upsi. Falsche Taste. Also ich finde hier nothing of interest. I cannot enter. War ich jetzt die ganze... Oh, ich war die ganze Zeit falsch unterwegs, Mann. So lang Straße folgen bis ans Ende. Ach, der Waypoint stimmt sogar. Ja, der Waypoint stimmt. Okay, da bin ich schon wieder zu weit. Es geht bis dahinter. Okay. Also. 'n echt Stress, oder? Richtig ernst. Kein Spaß, dieser. Da kam die absolute Hinlegung. Oktober von Befehlsstand der Wache von Priven. Ein East End Patrouillen. Vampiraktivitäten, Krankenhaus erkunden, untersuchen. Vor 3 Tagen hat eine unserer neuen Rekruten ein Gerücht über eine Vampirin vernommen, die sich im Pembroke Hospital Londoner East End verstecken soll. Wir kennen nur ihren Vornamen, Thelma. Ihr habt die Aufgabe, euch unauffällig dorthin zu begeben, alle verdächtigen Aktivitäten bezüglich vorgenannter Blutsaugerin zu beobachten und uns anschließend direkt Meldung zu machen. Wir werden dann entscheiden, was zu tun ist. Tja. Das mit der Meldung machen, das hat jetzt irgendwie nicht geklappt, nicht? Ich konnte die noch nicht mal snacken. Ja. Voll der Scheiß, Alter. So, das wäre erledigt. Gehen wir zu der Ollen. Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana.
pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean? You used to be a doctor. Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Goodbye, Mr. Chidana. Bodies will arrive and then sadly depart. I'm managing a train terminal. How long's it going to take to fix me properly? A month? A year? You have the right to disapprove of our methods. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Goodbye, Dr. Strickland. Words to calm the children, Ellen. As for me... Ja, wo ist die Olle? Thoughts in your heart. My blood and soul. They belong to you now. The life running in your veins. This dead flesh needs it. Oh, please spare me, Dark Queen. Spare your obedient slave. That's Pembroke nowadays. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Goodbye for now, Mr. Elwood. Wo ist die Olle hin? Time has lost its effect. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Rich, vibrant blood. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. I wish I could be sick again. Feel my blood boil with the fever. Oh, ich bin so ein Larry, Alter. Ich bin ja mal wieder absolut Larry, Alter. Pembroke is so lucky to have Dr. Reed, you know. I met him in New York. Ich bin mit der Mission noch gar nicht fertig. Okay. Kann ich irgendwie zoomen? Das hier. Kruzifix, ich mache immer das Falsche. Markierung platzieren. X. Ah, okay, ich raff langsam, wie das aufgebaut ist, okay.
hat mich ausgezogen. Du wurdest besiegt. Sie werden nach das fast nicht ein Vampir zu töten. Oh, das tat weh. Das hat reingehauen. Das war eine richtige Zündung, Alter. Erstmal ewige Ladezeit. Du hast ewige Gespräche und dann ewig Ladezeit. Der hat mich ausgezogen. Die mache ich jetzt nackig, Alter. Wo kommen wir denn da hin? Wenn ich von so einem Zwerg vermöbeln lasse. Round 2, you fucking bitch. Oh. Der hat Leben, Alter. Finish ich, no problem. Komm an. Komm an. Nein! Oh. Oh. Hey. Nein, Mann! Ich war stuck, Alter. Ärgerlich. Ärgerlich. Wieder ewige Ladezeit. Schmerzen. Da. Ja, den ziehe ich jetzt aus. Ja. Ich darf nicht so greedy sein. Lade schneller, bitte. Ich schmerze das nach, aber ich lasse es nur hier sitzen, die kleine Vempyr. Das überlege ich, ey. Und er beißt mich direkt tot, ey. Ausdauer.
mal wieder. Nein! Nein, Mann! Ich bin... Ah! Der ist an ihn hingedasht! Mann, ich wollte an ihm vorbei! Mann, ich hätte es beinahe geschafft! Jetzt habe ich es raus, aber... Oh, der ist so gemein. So gemein, so gemein, so gemein. Das gibt's nicht. Ich krieg keine Belohnung, weil ich das Viech platt mache. Dann gibt's aber die Salzung, naja. Knapp daneben ist auch vorbei. Das ärgert mich jetzt aber wirklich. Wow, hast du dich weit weggedasht, Junge. Leck ich dir mal die Kehle raus. Problem ist, ich bin hier in der Enge. Alles klar! Au. Oh, ich bin gerade mega... Der Kampf am Bienen, Alter, wieder! Ich hing, Mann! Du Fotze! Ja, und dann streichelt er mich tot. Ey, fuck, Alter! Warum bleibt man da überall hängen, ey? Dieser scheiß engen Ding... Oh, Mann! Oh, ich krieg das hin, Alter. Ich hab jetzt... Ich geb nicht auf, Alter. Ich darf mir sowas doch nicht sagen, wo es lang geht, Alter. Der hat 2 Angriffsmuster, Alter. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich geb da jetzt nicht auf. Das sehe ich nicht ein. Ich hatte ihn vorhin beinahe gehabt. Dann wurde ich greedy, Alter, und dann war Feierabend. Problem ist das Ausweichen, Alter. Vorhin, ich weiche aus, er weicht gegen ihn. Aushalten. Oder er weicht 2 Zentimeter aus. So, wupp, und dann kriege ich die Schelle, Alter. Lass mir davon nicht die Laune vermiesen. Ja. Dort dürften wir dann gehen. Dann. Fehler, Benimm dich, Alter. Alter, what the fuck, Alter? Boah, ich hasse es mit limitierter Ausdaueranzeige.
So krass limitiert, Alter. Du schlägst zweimal zu und dein Charakter... Ich kann keinen Schritt zur Seite machen. Und dann die Ladezeit. Was lädt das Spiel, Alter? Ja, ich ärgere mich gerade so, Alter. Weil ich nicht mehr entspannt spielen kann, Alter. Ich muss den platt machen, Alter. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ja, schau, es braucht ewig zum Laden. Das ist voll stressig, Alter. Du schlägst zweimal deinen Charakter voll asthmatisch. Erzähl mir keine Story-Spiele, lad jetzt fertig. Nicht mal Skyrim brauchst du. Danke. Alter, was war das? Ich stun ihn und er schlägt zu! Das kann nicht sein. Ich weiß, das ist gerade scheiße zum Zuschauen, aber ist mir egal. Ja. Ich will ihn fertig machen. Boah. Also kuscheln ist mit dem Viechern nicht, Alter. Oh, ich muss das Viech töten. Na, es lässt mir sonst keine Ruhe, wenn ich das Viech nicht tot kriege. Oh, hätte ich jetzt nur die Schrotflinte. Was für schön das ist. Ärgernis. Ärgernis. Jetzt lädt's wieder ewig. Oh, das Spiel. Vorhin hätte ich ein Bein gehabt. Kann ich den aus dem Gebiet rausziehen? Okay, er kommt sogar her. Komm her. Jetzt komm ich nicht mehr hoch, Alter. Oh, das war dumm. Das war dumm. Er trifft, what the fuck? Oh, Alter. Weg von ihm, weg von ihm! Bleib weg. Nein, fuck you! Alter, du willst es wissen, ne? Komm runter.
kannst du, wie sind die? Nein, es ist jedes Mal dasselbe. Der heilt sich. Ich will ja wieder hoch, bitte. Okay, der hat seine Kampfregel. Nein, hat er nicht! Das hat sich wieder geteilt, Alter. Okay, der reagiert gerade gar nicht. Okay, du kämpfst wieder, alles klar. Ja, Mann. Mach ihn fertig. Wow, 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 wow. Fuck, ich bin stuck. Boah. Der Nummer rein, Alter.
schwule Vampir, Oh, wir haben das Viech. Einen Bürger retten. Ah, okay, du kannst ein bisschen was. Aber ich kann auch was, schau mal, Batz. Ins Gesicht. What happened? Who are you? It's all right, sir. You're safe now. Oh, a fellow Englishman. Thank you, sir. For a moment, I thought those bloody heathens had killed me. What are you doing here? This place is not safe. Yeah, it's a cesspool, but it's mine. I came to collect some overdue rent, but those who still live here have gone completely bonkers. You're very lucky to be alive. Yeah, filthy immigrants. Fucking savages, every one of them. And now with this bloody fever, they're just animals. You can find safety of sorts in Whitechapel. If you're quick and cautious, you'll be able to avoid the savages. Du hast einen Bürger gerettet. Bis zur nächsten Nacht ist er in seinem Bezirk zurückgekehrt. Die Kämpfe sind schon knackig. Hier und hier. Halt, hier ist was. Das Looten hätten sie ein bisschen entspannter machen können. Das wäre geil gewesen. Okay, sind alle tot soweit.
will hier raus, verdammt. Ich bin hier irgendwie in einem Kreis gefangen. Ach, das sind die Ratten, die ich snacken kann. Nee, ich bin hier richtig, es ging hier. Hier bin ich hoch. Da müsste die Tür nach draußen sein. Glaube ich. Da bin ich lost oder was? Digga! Hilf mir mal den Ausgang zu finden. Hier geht's wieder raus, ewige Ladezeit. Lade schneller, Spiel, lade. Das ist weniger geil. This is no place for you, sir. Don't come closer! Best stay back, sir. Crush the leech, boys! Du bist Stress, oder? Du bist Stress, Oh, Auf. Oh, ich bin stuck, Alter. Okay, da bin ich hier. He's mine! I'll take it!
Oh, ich bin stuck, Alter. Boah. Das Spiel manchmal. Ich kann die leider... Ja, da bin ich tot. Oh, das Rumgestacke ist so stressig, Alter. Das Rumgestacke ist echt nervig. Oh, ich dachte, man kann sich ein bisschen freier bewegen und muss nicht jeden Meter sich erkämpfen, Alter. Das ist voll stressig. Oder dass man wenigstens besser schleichen kann oder so. Da haben sie mir erstmal auf Rücken gelegt, Alter. Oh, das triggert mich gerade. Da wir wieder die paar da vorne noch hinlegen. Alter! Alter, ja, drück mit dein... Alter, treff noch öfters an, Junge! Dafür wirst du gesnackt, Alter, ganz einfach. Feuer einstellen, mein Freund. Oh, zu spät. Pack dein Schwert bitte ein, weil kann ich die Gegner hier looten. Das ist schon hart, Alter. Viel Schuss habe ich nur, okay. Alter, ich bin ausgewichen! Ich bin ausgewichen! What the fuck? Oh, die triggern mich gerade richtig, die drei, weil du immer eigentlich gerne rauchen, danach. Mach ich sie nackig, Ich brauch kurz eine Zigarettenpause, bis gleich.
Step away, sir. Stop now! Stupid beast! Better go home, sir. Are you bloody stupid? Steady, boys! We've got one of them! So. Da bin ich wieder gestorben. Fantastisch. Ihr Wichskinder, jetzt bin ich sauer. Komme zu mir. Oh, Alter. Das ist super fair, Alter. Ja, wow, Alter. Ich kann da super was gegen machen. Oh. Oh. Nein, Mann. Oh. Ich will noch nicht ins Bett gehen. Ich will die ganzen Nebenmissionen machen. Oh, das Laden nervt halt echt, Alter.
Der Scheuer schaut mich noch nicht mal an, Alter. Ja, fair. Ja, fair, Junge. Richtig fair ist das Spiel, Alter. Oh, das triggert mich gerade richtig, Alter. Der schaut dich noch nicht mal an und das zählt als Treffer. Er schaut dich noch nicht mal an. Er schaut dich halt einfach nicht an und trifft. Oh. Oh, ist das ärgerlich, Alter. Die sind echt haarig, die Gegner. Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Aber mich nervt, dass die Respawns sind, als ich das Haus verlassen habe. Also das darf nicht sein. Ja, schau. Komm, schieß nochmal, schieß nochmal. Ah ja. Oh, du kleiner Pisser, gehst mir ins Ei, Alter. Ja, das trifft halt, ey. Mit deinem Blut, wie du Pest. Meine Waffe macht auch 0 Schaden, ey. Krebs. Jetzt darf ich erstmal wieder alles looten. Ich gebe auch kaum EP, Alter. Fällt mir gerade auf. Oh, ich kann im Kampf Türen nicht. Alter. Das ist mein Ziel, wenn ich ein Leben brauche. Alter, ich bin ausgewichen! Ich bin ausgewichen! Alter, und immer in diesen engen Gängen, Alter. Du kannst ausweichen, aber trotzdem treffen die. Was ist das für ein Spieldesign, Alter? Hat dein Affe seinen Kopf gegen die Tastatur geschlagen, oder was? Und das kam dabei raus.
Also zumindest level ich weiter. Gut. Ich denke, es hat das einen Sinn. Ich bin on the level, aber ich will nicht schon. Fotzenkind, Alter, hingelegt, Alter. Alle greifen immer synchron an. Kann ich mir ausweichen. Er trifft natürlich. Schrot. Ja, untrapped. Oh, keine Muni mehr. Ach, der macht dreimal, okay. Oh, ich hab grad heilen gedrückt. Wie viel Damage hat das gemacht, Alter? Der Spielträger. Ah! Das ist so lächerlich, Alter, wie die einen hinlegen, Alter, ohne dass du jemals was machen kannst, Alter. Die kommen an. Brrr, tot. Und das Schleichen klappt nicht. Lad hin, Spiel. Ich versuche es jetzt noch einmal, wenn ich es nicht hinkriege. Dann muss die Sidequest halt warten. Smarteste wäre die. Step away, sir. I said, go get them weapons ready. Cross the links. Keine Ausdauer, Alter. Komm her, komm her, komm her. Ja, du schießt durch den Baum, Alter.
Ah, okay. Ah ja. Bleib stehen. Schrote mich wieder an. Da kommt ein neuen Nacken. Alles klar. Kannst du aufhören, während meines Schlages zu schlagen? Alles klar, wie hast du mich gesehen? Durch die Wand, Alter. Keine Ausdauer mehr. Ja, andersrum würde ich sagen. Ausdauer bitte. Boah, du Fick mit deiner Schulter. Ja, der Nacken, du Fotzenkopf, Alter. Auch. Erstmal wieder in die Schurze gerannt. Nein, 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 nein. Ausdauer. Fotzen. Da gab's die Hinlegung. I don't deal with this shit. Ist hier irgendwas Point of Interest? Entspannt hingelegt. Keine Probleme. Ja, das obere Stockwerk will ich nicht. Oh. Nein, 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 nein. Weh, ich spawn wieder da, wo ich gespawnt bin. Aber dann
Dann flippe ich aus, Alter. Dann dreh ich am Zacken, Alter. Du kämpfst immer in so engen Bereichen, dass das Kämpfen gar keinen Spaß macht. Deine Ausdauer ist nach 2 Sekunden eh leer, kannst du wieder schlafen, Alter. Boah. Wie die Gegner spawnen wieder. Ich hab die gerade bekämpft. Ein Gegner, weil es liegt mich hin. Okay, dann machen wir es halt anders. So. Ja, ich keine Lust mehr, mich mit euch Rentnern zu beschäftigen. Jo, ciao. Oh, ich kann doch nicht mal durch die Tür. Ja. Komm, Kind. Ja, komm, trau dich. Ja. Da bin ich tot. Kleiner Schrot. Oh, er wieder mit seiner scheiß Armbrust. Schrotet mir den Rücken, Oh, ich bin stuck an der Wand, Mann! Es ist so zum Lachen! Auch wenn ich unterlevelt bin, das darf nicht sein, dass der dich trifft, ohne dich zu sehen. Gott, ich war so nah, so nah. Wusa, sag ich dazu nur. Boah, ich schwitze schon vor Wut, Alter. Komm, wird es heute noch was? Du hast nicht viel zu laden, Alter. Deine kleinen engen Gänge da, braucht nicht viel, Alter. Tu nicht so. Meine Fresse, Alter. Step away, sir. Es bringt doch eh nichts, da rumzuschlagen. Fick Kind, Alter. Dein Leben. Boah, Alter. Wenn ihr spammt, spamm ich zurück, Alter. Kein Thema, Alter. Der kann in meinem Schlag zuschlagen, Alter. Jetzt wird er erstmal genagt, ein kleines Fickkind, Alter. Hinlegen, du Fotzenköter, Alter. Feierabend, mein Freund. Dort ist der nächste Reloader.
Blöd, wenn du nicht mehr aus meinen Fängen kommst, ne? Ah, kommt her, ja, Mann! Freu mich, kommt durchs Tor. Klappt nicht, ne? Spam das jetzt. Also die kriegen gar keinen Schaden dadurch. Komm, geht weg. Dreh um. Komm, umdrehen, Jungs. Ihr fuckt mich ab. Ja. Geil, ich komme nicht mal mehr weiter. Ich muss zurück. Jetzt. Oh, ja. Scheiße, wenn man keine Chance hat, nee. So, ich weiß ja jetzt, was auf mich zukommt. Volles Leben habe ich. Gelootet habe ich alles. Passt. Geh mal hoch. Und zeigen dem Herrn mal, wie pissig ich bin. Ah, okay, ich konnte ihn vorher schon sehen. Ich war nur blind wie vor. Tja, auf einmal, wenn ich weiß, dass du da bist, keine Chance. 2. November vom Späher Louis Cockney an Mr. Betreffe. Sie wird beobachtet des Palmbrook Hospital nun seit 2 Wochen und können Vampiraktivitäten dort bestätigen. Zunächst haben wir nur Beweise, dass sich eine Blutsaugerin im Krankenhaus aufhält. Das Monster ist schlau. Sie verhält sich wie eine psychisch kranke Patientin, um ihren wahren, unheiligen Zustand zu verbergen. Ich schlich mich persönlich ins Krankenhaus und hörte die Kreatur jammern, dass sie Blut benötigt, weil ihr Körper verwest. Okay. Habe ich es denen doch noch gezeigt. Jetzt kann ich guten Mutes davonziehen. Ciao, ihr Wichser. Habt's ja kassiert, ne? Nee, aber auch schon. Auf das Tor. Was haben wir hier? Wir haben hier doch sicherlich noch ein paar Sachen. Aha. Butters.
Erkältung. Behandlung gegen Erkältung. Okay. Kann ich nicht verfolgen? Folgen? Muss mal auf Karte gucken. Unterschlupf. Ich muss einmal rechts. Upp. Ja, Mann. Perfekt. Hier ist ein Recruiter. Viel für alle. Halt! Das dritte. Du unterbrichst die Zirkulation. Das Ziel ist, machst es. Erzeugst eine unsichtbare Schattenschleier. Versuchen du führst eine übernatürliche Bewegung in Richtung deines Ziels aus und verursacht Schaden bei der Landung. Erhöht die Regeneration deiner Lebenspunkte, wenn Bisse. Was verlangst du mir dafür? 300. Nehm ich mal. Kostet 600 Punkte, das hätte ich. Gesundheit, Ausdauer. Da habe ich nichts von dem verbessert, was ich benutze. Oh, die folgende Nacht. Get them weapons ready! We found one!
war hinter ihm! Ich war hinter euch, Clowns. Schien so zu cheaten, ja. Ja, richtig frech. Er schrotet in einer Tour und trifft! Mann! Alter, die Dicken gehen mir auf die Eier, Alter. Kannst du nicht mal durchrennen, weil du dann keine Türen öffnest. Ja, ich bin ausgewichen, Junge.
Ja, du schlägst zu und der kann in derselben Zeit ausgeschlagen. Ich melde dich jetzt wie eine Stimme. Ja, schon. Alles klar. Du kannst gar nicht so schnell ausweichen. Ja, lass dich saugen, mein Freund. Also, Fotzenkind hingelegt. I don't deal with this. Ich wüsste auch nicht, wie ich sonst hier schleichen soll. Heute muss ich leider töten. Kämpfen bringt irgendwie keine EP, voll nutzlos. Okay, ich muss einfach eine Straße folgen. It's locked. War klar, dass es abgesperrt ist. It's locked, all right. Whitechapel. Wo bin ich? Jetzt muss ich rechts. What? Shooting a boy in the middle of the street. Not the best thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened? Who are you? I'm Dr. Reed.
And I'd like to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one can help me. Not even you. I have found a very interesting letter. Your son planned to prove his worth to the gang by stealing your medicine. Oh, I see. So the little bugger thought he could use his dad to build a reputation. The gang's recruiter was dead when I found him. Perhaps you should take better care of your son. I love my Albert, sir. Believe me. It's just... well, I'm an arsehole, I suppose. Anyway, thanks for the letter. This is for your trouble. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Have you heard anything? It's funny, I've been searching for her too. I need some pills. But the woman is a phantom, if you ask me. Really? And why is that? Word is she ain't real. She's a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. A gun, alcohol, and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. I'll not die in some piss-stinking alley reeking worse than a week-old lavvy. Are you all right? The bastard hit the wall next to me. I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I'm a doctor. Name's Albert. Remember it. Now bugger off. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? If you know anything about her, I'd appreciate it. Never heard of her. She's pretty, I'll keep an eye out. Goodbye, young man. Me? I'll not die in some piss-stinking alley reeking worse than a week-old lavvy. Muss ich jetzt extra die Scheiße wieder aktivieren? Okay, das ist erledigt, das ist erledigt. Kurz auf die Karte geguckt. Ah, die ist da hinten. Ah ja, kann ich da schnell rein? Muss durch die halbe Stadt. Sollte an sich kein Problem sein. Circle around hier. So. Jetzt kann ich hoffentlich den Shortcut öffnen. Good evening, sir. Do you remember me? If you're here for a reward, you'll be sorely disappointed. But I'll gladly shake the hand of a fellow countryman. I'm not here for a bounty. I'm a doctor. Dr. Reed from the Pembroke. A doctor? In Whitechapel? What an opportunity. My name's Bates. Cadogan Bates. Do you require assistance, Mr. Bates? Not me, but your skills could help a lot of people round here. That would help my business, because I say, a live tenant's a paying tenant. I'm looking for Dorothy Crane. She's a nurse. What can you tell me about her? Dorothy Crane, bless her soul. I really should thank her someday. Has she treated you? No. When I need a checkup, I'd go to a bloody doctor, not some back alley clinic full of sick foreigners. Goodbye, Mr. Bates. I will return later.
Überzeugung zu spät. Dann schauen wir mal hier rein. Auseinander. Ja, das war scheiße. Oh, der pariert, Alter. Okay. Nur ein Snack her hier. Heilige Scheiße, was bist du? What the fuck? Also, es juckt ihn gar nicht, was ich mache. Oh, Scream. Oh, hier ist doch ein Gebiet, wo wir kämpfen können, oder? Yum, 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 yum. Oh, hey. Komm, attack. Alter, das fühle ich mich gerade gescared, Alter.
60. Beengte Räume gefallen mir gar nicht. Step away. Jo, ich gehe schon. Geht mir nichts an. Hinter mir geht's dann auf die Hauptstraße. Weit, weil die nächste links müsste der Weg sein, den ich gehen muss. Genau, jetzt rechts runter die Straße. Hello, young man. I'm Dr. Reed, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then? Okay then. Come on in. I'm a Harry, by the way. Even my dreams are soaked with gloom. So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. Yes, I know her. She came here to examine me when I was very sick. She said I should go out more. How do you feel? I'm fine. I mean, it's not easy every day, but I'm fine. I'm just tired of being sick all the time. If only I could be tough like... Well, you know. Speaking of which,
What can you tell me about your father? My father is an idiot who makes idiot things. That's all I have to say. Forgive my bluntness, young man, but you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I? I never wanted to come here in the first place. It was my father's decision. And look around you. Does this look like a nice place to live? You have a roof over your head, a place to call home. Many people here are not as lucky, you know. That's exactly what my father says. Harry, you should be grateful for what you've got. I wasn't even consulted when we moved here. If life here is so terrible for you, why don't you just leave this place? Have you ever spoken to your father about it? I don't go outside. It terrifies me so. I went outside once without my father noticing and I saw terrible things. Bloody and frightening things. So that's why you stay at home all day? For fear of the epidemic? I'm not afraid of disease or death, Dr. Reed. It's the living I'm afraid of. Goodbye, young man. Take care of yourself. Is there only pain and suffering in this world? Ich beklau dich mal. Gell? Wenn du schon so mies drauf bist, dann gebe ich dir einen Grund, mies drauf zu sein. Da, 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 da. It's locked. It's locked. Sehr geehrter Mr. Peterson, es ist leider meine Pflicht, Sie darüber Kenntnis zu setzen, dass wir Ihre Bewerbung für die Stelle in der Werft ablehnen müssen. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie uns im Gespräch die Schwierigkeit Ihrer Lage mit Ihrem kranken Sohn und Ihrer verstorbenen Gattin erläutert haben. Es ist jedoch ein ausdrücklicher Teil unserer Firmenpolitik, keine ehemaligen Verbrecher oder Häftlinge anzustellen. Ihre unselige Verbindungen zu den berüchtigten Red Boot Boys wurden ordnungsgemäß berücksichtigt. Dies sind schwere Zeiten, Sir, und Finch und Harper berücksichtigen zuerst jene Bewerber, die unsere flüchtigen Nachforschungen über unsere zukünftigen Mitarbeit genügen. Genügen? Sie haben mein tief empfundenes Mitgefühl. Möge Gott Ihnen und Ihrer Familie gnädig sein. Wenn Sie vermuten, dass jemand ein Vampir ist, versuchen Sie es nicht. Was ist das dann? So, may I ask you a few questions? I'm not. Would it ease tensions with your father if he got an honest job? Because he tried, you know. I can't say. I'd be glad if he dropped his thuggish activities, but I'm not sure it would be enough. Why is that? Sometimes I suspect it's me, Dr. Reed. Or it's this life. It's like I can't find my place. Goodbye, young man. Take care of yourself. So geht's ihm. Oder vielen. So. Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reed, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son.
Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that Nurse Crane you mentioned. Why do you hate Nurse Crane more than other nurses? Before coming to London, she was a member of the communist resistance in her country. That's what happens when you let a woman get involved in politics. So you're not exactly a fan of Florence Nightingale's work. But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. It's obvious only they have the necessary moral fiber. Have you any friends? Any family left in these terrible times? No. But I have a disciple I see as my son. He is so devoted. I sent him to preach the good word in the heart of this corrupted city. Where did you send him? I sent Samuel to the Stonebridge Cemetery, where the pestilence and evil grows night after night. You sent him on some preaching crusade during the epidemic. As a true believer, Samuel will fear no evil while he walks through the valley of the shadow of death. I have had enough for tonight. Goodbye. Auf einmal sind hier ganz schön Versammlungen. Okay. Bewegung bleibt. Schnecke ich mir mal ein hier. Oh, Alter, wie hat das... Oh, ich bin stuck wieder. Dreimal Dreieck treffen. Ja, Trick. Da lege ich die Vampire hin. Die müssen sich mir beugen. Ob sie es wollen oder nicht. Morbidity can breathe its own beauty and grace. Whitechapel is not just... Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott, at your service. Are you aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. If some misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you for a start, my dear doctor. I understand your need for solitude, but it's not safe around here. I don't care.
I don't have many friends, Doctor, and my family despises me. May I ask what you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. True. If you say so. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. What are your thoughts on the terrible situation in this city? Terrible, you say? No. Of course, the death of so many innocents is a tragedy. But the scourge has not been all bad for the city. Oh, no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence. Yes. The enjoyable silence of the grave. You have a unique perspective on the situation, I must admit. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? I'll leave you alone, sir. Was machst du hier? Good evening, miss. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you a few questions. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly. Sie kann... I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Very well. Goodbye then. Oh, ein langer Weg runter zum Krankenhaus. Ich wollte gar nicht zum Krankenhaus, ich wollte eigentlich ganz woanders hin. Die nächste rechts geradeaus. Ich will keinen Stress, mein Freund. Fuck you. Oh, das war meine... Watch out, boys! Oh, hi! Kollegen! Hilf mir lieber jetzt mal. Servus! Du sollst nicht auf mich schießen, Alter. Spiel abgestürzt. Yep, Spiel abgeschnitten. Soll ich nur auf dem blauen Bildschirm, falls er denn kommt? Sound läuft zumindest noch. Alles klar. Ich stream gleich weiter.
gleich.